Herzlich willkommen zur ersten Sendung von Felicia fragt nach. Das neue Talkformat hier auf YouTube. Felicia fragt nach. Kritisch, ehrlich, direkt. Hallo, mein Name ist Felicia. Das ist heute meine erste Sendung. Und ich interviewe einen Menschen, der sich für eine besondere Art des Reisens entschieden hat. Er nennt sein Zuhause einen Fahrradwohnwagen und ich habe dazu ein paar Fragen, die er mir gleich beantwortet. Hallo Matthias. Hallo Felicia. Ist es in Ordnung, wenn wir du sagen? Ja, ich finde, du und Herr Helm passt. Okay. Kleiner Scherz. Alles gut. Gut. Als erstes habe ich eine Frage. Wie kommt man eigentlich dazu, sich ein Fahrrad zu kaufen, sich dafür einen Wohnwagen zu bauen, also einen Anhänger zu bauen und darin zu leben? Wie man dazu kommt? Dazu gibt es eigentlich ja eine längere Vorgeschichte. Und zwar habe ich vor, wie lange ist das jetzt her? Jetzt bestimmt schon 2,5 Jahre ist es her. Habe ich viel im Internet recherchiert. Ja, was ist denn eine günstige Form des Reisens? Also ich habe da so eingegeben, kann ich Wildcamping betreiben, kann ich mir vielleicht irgendwie einen Van kaufen? Ja, macht es Sinn mit einem Zelt oder wie gesagt mit was ganz anderem zu reisen? Und da habe ich ganz viel ja, geforscht und geguckt und der Algorithmus von YouTube hat mir dann tatsächlich einen ziemlich großen Kanal von einem René Kräher vorgeschlagen, der zu dem Thema Fahrradwohnwagen schon ziemlich viele Videos hochgeladen hat. Und da konnte man halt sehen, wie er in diesem Fahrradwohnwagen lebt, wie er den gebaut hat. Er hat auch eine Anleitung hergestellt. Und mich hat das total interessiert, weil ich fand die Videos erstmal cool von dem und die Atmosphäre. Also er hat sich einen relativ großen Fahrradwohnwagen gebaut, in dem er auch richtig sitzen kann. Der hat eine Heizung da drin und das habe ich schon fast gesuchtet, kann man sagen. Ich habe mir diese Videos angeguckt und einfach dieses Gefühl, ich fand das toll. Der ist bei minus 20 Grad ist der rausgefahren. Oder auch im Sommer oder einfach am See gewesen, ne, wo dann niemand ist, wo du ganz alleine bist oder im Wald. Und er hat so davon geschwärmt und alleine, da kam schon einfach so eine schöne Atmosphäre rüber, allein nur diese Videos zu gucken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, will ich auch haben. Möchte ich auch unbedingt nachbauen. Ich möchte wissen, ist es so schön, wie man das in den Videos sieht? Und da habe ich mir meinen ersten Fahrradwohnwagen gebaut, diesen Traveler XXL, so habe ich ihn genannt. Auch ein recht kleiner Fahrradwohnwagen, der war so 1,20 Meter lang und den konnte man dann noch ausziehen hinten und ist mir leider kaputt gegangen, weil ich den auch nicht so optimal gebaut hatte. Habe mir aber den zweiten gebaut, den habe ich Nature One getauft und ja, mit dem bin ich tatsächlich gerade unterwegs. Okay, ja, danke. Das hört sich aber so an, als wäre deiner jetzt ein bisschen kleiner als der von den Videos, die du gesehen hast. Es ist ja generell sehr klein. Es passt ja eigentlich nur du da rein. Wie ist das für dich? Hast du manchmal das Gefühl, du würdest lieber in einem Van oder so etwas Größerem leben wollen? Ja, tatsächlich ist mein jetziger Fahrradwohnwagen ist eigentlich eher ein Schlafwagen, den ich mir da gebaut habe, ist schon relativ klein, weil ich mir auch gedacht habe, okay, ich mache eine Europatour und ich möchte auf jeden Fall in den Süden runter. Und ich habe mir gedacht, da ist es ja ziemlich warm im Süden und da reicht es ja eigentlich, wenn ich einfach nur eine Behausung habe, wo ich drin schlafen kann oder wenn es dann doch mal regnen sollte, dass ich dann auch mal 2-3 Stunden einfach Schutz habe da drin. Und ja, es ist verdammt eng, es ist verdammt klein. Und ich glaube, die andere Frage war noch, ob ich mir das in einem Van vorstellen könnte, ja? Ja, einfach irgendwo, wo ein bisschen mehr Platz ist, was größer ist. Natürlich ist es immer schöner, wenn man irgendwo was hat, wo man mehr Platz hat, ja, wo man vielleicht auch nochmal Leute einladen könnte. Ja, und zusammen sitzen könnte und Tee trinken könnte oder auch mal ein Bier oder so. Ist bei mir gerade nicht möglich, also mein Besuch müsste dann davor sitzen. Und klar, aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr froh über diese Erfahrung, weil es ist sehr minimalistisch und ich hätte nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Okay, klar. Du bist jetzt fast ein halbes Jahr unterwegs, richtig? Ja. Ungefähr. Ist es bisher so, wie du es dir vorgestellt hast? Gute Frage. Ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe?
Ich muss dazu sagen, ich hatte keine richtige Vorstellung davon. Ich habe ja, wie gesagt, diese Videos geschaut und dann entwickelt man über diese Videos irgendwann auch so ein Gefühl, wie könnte es sein in so einem Fahrradwohnwagen. Und habe ja schon durch meinen ersten Fahrradwohnwagen, der hat so 6 Wochen gehalten, konnte ich ja schon die ersten Vorerfahrungen machen. Aber so eine richtige Vorstellung davon, wie auch meine Europatour gerade ist, die hatte ich nicht, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Von daher fällt es mir schwer, diese Frage so zu beantworten. Aber ich kann nur sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich gerade mache damit. Ohne jetzt vorher, vielleicht ist es auch besser so, dass ich vorher keine Vorstellung davon hatte. Dann kann ich auch jetzt vielleicht nicht enttäuscht werden oder so. Ne? Keine Erwartungen waren da. Und ich finde, es macht einfach Spaß. Es ist super lustig, man wird viel angesprochen und noch macht es mir Spaß. Okay, das ist schön zu hören. In den Videos, die du vorher geguckt hattest, was dich dazu verleitet hat, sage ich mal, diese Reise zu machen, hast du gerade davon gesprochen, dass es dir so ein Gefühl vermittelt hat. Hast du das denn jetzt auch, wo du das selber machst? Auch eine spannende Frage. Ich habe das auch schon mal tatsächlich in einem von meinen Videos angerissen und beantwortet. Es ist ein anderes Gefühl, ein anderes schönes Gefühl und kann ich auch direkt sagen, wo der Unterschied liegt. Weil wenn man zu Hause sich solche Videos anschaut, man sitzt zu Hause, man sitzt in seinem Stuhl vielleicht, ja, und man hat seine Tüte Chips vielleicht dabei oder ein Abendessen, was auch immer. Und man guckt sich diese Videos an. Und das war für mich damals immer ein echt schönes Gefühl zu sehen, wie jetzt der René Kräher in dem Fall, wie der in seinem Fahrradwohnwagen sitzt, ja, und wie der Regen da drauf prasselt. Ich fand das richtig schön. Es war echt eine gemütliche Atmosphäre und hat da seine Heizung angemacht und hat immer gezeigt, guck mal, ich habe jetzt hier draußen sind es nur noch 3 Grad oder so und ich habe hier 25 Grad drin. Da dachte ich, wow, das muss so ein cooles Gefühl sein. Auch diese Gefühle bestätigen sich gerade auf meiner Reise, aber, und das ist der große Unterschied, man muss die Kiste selber ziehen. Ja, du hast halt vorne dein Fahrrad dran, also ich habe 100 Kilo hinten dran, wenn das Ding vollgepackt ist. Und das schmälert das angenehme Gefühl etwas, weil dann muss ich den Schlafplatz mir suchen. Ich muss gucken, wo kann ich übernachten. Das geht manchmal schnell. Manchmal habe ich nach 10 Minuten einen Schlafplatz. Manchmal dauert das aber auch 2 Stunden. Und ich habe dann vielleicht immer noch nicht den optimalen Platz. Und das sind so Sachen, die siehst du im Fernsehen nicht, ne? Oder bei YouTube nicht. Ne? Und dann ist man dann doch abends eher kaputt und müde und vielleicht im Hochsommer bei 35 Grad durchgeschwitzt. Die Mücken kommen. Aber trotzdem ist es noch ein saugeiles Gefühl, einfach dann draußen in der Natur an einem See zu sein, wo dann vielleicht auch irgendwie die ganze Nacht niemand ist. Ne? Das ist echt toll. Und wenn es regnet, ist es auch schön. Super, die Hauptsache. Ja, auf jeden Fall. Ja gut, du bist die ganze Zeit alleine unterwegs. Fühlst du dich dann manchmal einsam? Auch dazu gibt es ein Video. Was kann man tun gegen Einsamkeit im Fahrradwohnwagen? Ich muss sagen, so einsam fühle ich mich nicht, weil, wenn man mit so einem Fahrradwohnwagen unterwegs ist, lernt man natürlich auch viele Menschen kennen. Weil das ist gerade im Moment noch was Besonderes, sage ich mal, was viele Menschen nicht jederzeit sehen. Das heißt, ich komme mit Menschen in Kontakt, die mich Sachen fragen oder die einfach sagen, ja, du musst unbedingt mal mit zu mir kommen und lass uns mal ein Abendessen zusammen verbringen und dann erzählst du mal von deiner Reise. Also ich bin tatsächlich weniger allein, als ich gedacht hätte. Okay. Ja, aber es ist halt anders. Ne? Also zu Hause in Deutschland hat man einen anderen Freundeskreis, ne? Der ist beständiger. Und das hat sich jetzt gerade tatsächlich verändert, dass ich immer mal irgendwo sehr, sehr tolle Menschen kennenlerne. Aber man verlässt sie auch dann wieder. Obwohl man auch Nummern austauscht und so. Es ist ja etwas ganz anderes gerade. Okay. Mich interessiert auch, hattest du bisher schon mal Ärger mit der Polizei oder mit Anwohnern oder, weiß ich nicht, anderen Menschen? Weil streng genommen ist das ja, was du gerade tust, Wildcamping. Und das ist vielerorts verboten und es gibt teilweise auch sehr hohe Strafen. Ich sehe deinen kritischen Blick, ja. Tatsächlich höre ich sowas nicht zum ersten Mal. Also es gibt viele Menschen, die auch unter meine YouTube-Kommentare das reinschreiben. Da musst du aufpassen, du bist gerade in Holland unterwegs oder wo auch immer. Da ist es besonders streng und die tolerieren das überhaupt nicht. Und ganz gefährlich und hohe Strafen. Also bis jetzt muss ich sagen, toi, 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 hatte ich Glück. Ich muss aber auch dazu sagen, ich stelle mich natürlich auch nicht dorthin, wo mich jetzt jemand finden kann oder wo die Polizei ist. Das heißt, ich bin ja wirklich irgendwo
abseits an irgendeinem Kanal oder in einem Wald, dort, wo dann auch abends dann keiner mehr wirklich lang geht. Also da müsste mich wirklich schon jemand anschwärzen, sagen, da steht irgend so ein komischer Typ und da müsst ihr mal gucken, da ist irgendwas nicht in Ordnung. So. Und dann ja, müssten die Polizisten auch noch einen schlechten Tag haben, dass sie mir dann direkt eine Strafe aufbrummen. Ja? Man kann ja alles zusammenpacken und man könnte ja auch sofort wieder losfahren. Und ich muss noch dazu sagen, es ist ja noch eine Grauzone, ne? Weil es ist kein Zelt und es ist kein Van. Und das heißt, es ist schwer jetzt für die Polizei zu sagen, ja, was macht er denn nun? Also Wildcamping ist es nicht. Er steht auch nicht mit einem Van da. Es ist einfach nur ein Mensch oder ein Typ mit einem Anhänger. So, also was sollen sie tun? Ne? Nein, also bis jetzt ist alles gut gegangen. Okay, sehr gut. Das freut mich zu hören. Du hast ja gerade schon gesagt, du hast alles hinter dir gelassen in Deutschland. Also Wohnung, Familie, Freunde. Man kann ja sagen, auf jeden Fall, du hast Glück gehabt, du machst jetzt lange Urlaub, aber man könnte auch sagen, vielleicht ist es ein etwas egoistisches Verhalten, dass du alles zurückgelassen hast. Und ja, was sagst du dazu? Ein egoistisches Verhalten, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute vielleicht sagen, das ist ein egoistisches Verhalten, dass der einfach so geht, ja, und lässt vielleicht Familie und Freunde im Stich. Ja, aber letztendlich habe ich für mich so ein Gefühl in mir, dass ich sage, okay, das ist meine Mission sozusagen. Ich lebe mein Gefühl, was ich habe. Ne? Ich habe einfach gesagt, das steht jetzt gerade für mich oben an. Ich habe viele, viele Jahre in meinem Leben auch gearbeitet und das ist etwas, ja, was ich unbedingt auf jeden Fall durchsetzen möchte. Das steht wirklich so an allererster Stelle. Und ich könnte ja auch jederzeit zurück und Familie und Freunde auch letztendlich besuchen. Aber ich mache die Reise noch aus einem anderen Grund, weil wir leben gerade in turbulenten Zeiten. Das kann man einfach nicht mehr, da kann man nicht mehr wegschauen, finde ich. Ne? Da kriselt etwas im Geldsystem, hier kriselt etwas in Sachen Krieg und so weiter. Ich brauche das jetzt nicht groß ausführen. Wir kriegen das alle mit aus den Medien. Und ich will meine Reise auch machen, um zu schauen, hey, gibt es irgendwo noch bestimmte Orte, wo man vielleicht sicherer leben kann, wo man vielleicht sogar auch mal auswandern kann? Gibt es Lebensgemeinschaften? Gibt es irgendwo Bereiche, wo das Leben noch anders funktioniert? Weil gerade in Deutschland hatte ich das Gefühl, es wird alles immer enger. Ne? Also noch mehr Sanktionen, noch mehr Regeln. Und ich erlebe gerade in anderen Ländern, ich bin ja gerade in Spanien unterwegs, dass es dort noch entspannter ist für mich. Ja? Und wenn es woanders schönere Orte gibt vielleicht oder sicherere Orte gibt, dann möchte ich auch den Menschen hier auf meinem Kanal davon erzählen und vielleicht haben die ja Lust auch herzukommen. Sicherlich ist so eine Reise nicht ganz billig. Ich frage mich, wie finanzierst du dir das? Hast du finanzielle Rücklagen oder wie sicherst du dir dein Überleben? Wie sichere ich mein Überleben? Sehr gut. Das ist spannend, weil ich glaube, das könnte die Zuschauer tatsächlich auch sehr interessieren. Ich bekomme auch schon mal E-Mails oder lese das auch schon mal unter meinen YouTube-Kommentaren, wie ich das gerade mache. Also, kann ich offen drüber sprechen. So ganz blauäugig bin ich natürlich nicht los. Ne? Also, ich habe mir schon 20.000 € angespart, damit ich auch vor allen Dingen, sage ich mal, so das erste Jahr auch nicht unbedingt gleich wieder irgendwo arbeiten muss. Also ich wollte auch mal jetzt meine Reise nutzen, um wieder Energie zu tanken, um mal wieder ein bisschen runterzufahren, um zu entspannen. Und dafür erstmal 20.000 € zur Seite gelegt. Auch da haben manchmal Menschen schon wieder gesagt, naja, 20.000 €, das ist nicht so viel, besser wären 200.000 €. Ja, besser wären vielleicht auch 2 Millionen, keine Ahnung. Ja, umso mehr man hat. Von allem ist es, weiß ich nicht, ob das immer besser ist. Ich habe das Gefühl, es ist genau richtig bei mir, so wie es sein soll mit meinen 20.000 €, weil ich möchte auch irgendwann gerne wieder irgendwo arbeiten. Ja, ich möchte hier diesen YouTube-Kanal natürlich machen, das ist ja auch ein Stück weit Arbeit. Ich möchte den noch mit therapeutischen Themen auch noch erweitern. Das heißt, es ist ja nicht so, dass ich gar nicht arbeite. Und möchte auf jeden Fall auf meiner Reise noch mehr Menschen kennenlernen, mit denen ich vielleicht auch mal zusammenarbeiten kann, mit denen ich was machen kann. Und wenn es nur im Garten ist, zu arbeiten oder auf einer Baustelle mal aushelfen oder mal 2 Abende irgendwo kellnern, keine Ahnung. Also da freue ich mich schon drauf, wenn sowas einfach mal vielleicht dann ab dem nächsten Jahr einfach passiert. Gerade eben auch in anderen Ländern, wo andere Sprachen gesprochen werden. Also ich finde dieses
Fremdsprachen lernen finde ich sehr anstrengend, wenn ich da sitze mit meinem Buch und muss das lernen. Ja. Aber wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt bin, dann merke ich, oh, ich muss hier was jetzt mit denen reden. Ja, jetzt bin ich ein bisschen weg vom Thema, glaube ich. Ne? Es ging ums Geld, aber ich denke, genau. Und ich habe ja auch nicht so viel Unkosten. Ne? Ich habe ja alles aufgegeben, ich habe keine eigene Wohnung mehr, habe alles aufgelöst. Das heißt, ich habe auch keine Miete in dem Sinne und da kommt man schon ein Stückchen weit mit. Sehr gut. Ja, du hattest gerade schon mal erwähnt, dass diese unangenehmen Seiten in Videos meistens nicht zu finden sind. Wie du hattest gesagt, das Schlafplatz suchen und anderes. Ist das bei dir auch so? Also ist es, dass du manche Dinge einfach versteckst, nicht zeigst? Oder gibt es da mehr negative Seiten oder ist wirklich alles, was du so sagst, wahr von Positivem? Dass ich was verheimliche, ne? Dass ich immer nur sage, wow, es ist alles so toll, ja, auf meiner Reise. Das ist total spannend, vor allen Dingen, dass du mir die Frage gerade stellst. Ich hatte nämlich vor kurzem eine Frage, die ging in die ähnliche Richtung. Da hat mich nämlich jemand gefragt, hättest du die Reise anders gemacht, wenn du deinen YouTube-Kanal nicht hättest? Und da habe ich gesagt, nein, hätte ich auf keinen Fall. Also das, was ihr gerade hier seht, worüber wir gerade sprechen, was ihr auf meinem YouTube-Kanal seht, das ist tatsächlich wirklich genauso, wie meine Reise gerade auch funktioniert. Also ich mache sie tatsächlich genauso, wie ich sie will. Und ja, ihr seht es also genauso, wie es passiert. Und tatsächlich erlebe ich im Moment, und toi toi toi, nicht wirklich negative Sachen. Also klar, gibt es mal vielleicht im Straßenverkehr, dass dann doch mal jemand hupt, aber das ist bis jetzt tatsächlich in einem halben Jahr nur einmal passiert, dass irgendwie ein Autofahrer wütend war, weil ich da vorne mit dem Anhänger so ein bisschen so rumgegurkt bin. Das war noch in Frankreich irgendwo. Er hat gehupt, war ziemlich, ich glaube, er hat es sehr eilig gehabt, aber ich konnte auch nicht ausweichen, deswegen habe ich das Hupen nicht verstanden. Und ich habe auch schon mal in einem anderen Video gesagt, ich hatte schon einmal Probleme mit so einem Stresspärchen, die mich so weggejagt haben auf so einem Platz. Da stand ich aber eben auch bei denen an so einer Hütte. Ja, es war also deren Hütte und da kann ich ja verstehen, dass sie wütend sind. Und tatsächlich brauche ich meinen Kanal nicht verschönern oder besser darstellen, als er ist. Ich mache tatsächlich gerade so viele positive Erfahrungen. Will aber dazu noch kurz anmerken, dass ich 100% davon überzeugt bin, dass das immer was mit einem selbst zu tun hat. Weil, ich kenne das aus meinem Leben, als ich noch arbeiten war und wenn man abgestresst ist, dann kommst du von der Arbeit nach Hause, dann musst du einkaufen, dann musst du das noch machen, jenes noch machen und du kriegst also deine Skala der Genervtheit, die wächst und wächst und wächst, ja. Und ich habe einfach gemerkt, dass auch die Genervtheit um mich herum wächst, wenn ich genervt bin. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, was ich in mir trage, was ich ausstrahle, das kommt auch zu mir zurück. Also so ist es in meinem Leben tatsächlich. Und deswegen kann ich nur sagen, wow, manchmal kriege ich Gänsehaut gerade. Unglaublich erstaunt, auf was für tolle Menschen ich treffe. Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Das heißt, du auch die Route, die du fährst, die bleibt so, oder die fährst du, weil du sie möchtest und nicht, weil du denkst, deine Zuschauer fänden sie vielleicht gut oder es würde ihnen so gefallen. Genau. Richtig. Also bis jetzt mache ich die Route genauso, wie ich sie möchte. Klar, gibt es schon mal hier und da ein paar Tipps. Als ich in Frankreich unterwegs war, hatte ich nämlich große Sorgen. Also ich wollte erst von Barcelona aus hier nach Mallorca übersetzen. Dann sagte mir aber auch irgendwie ein Zuschauer, na, da hast du noch die Ausläufer der Pyrenäen. Das könnte sehr schwierig sein. Und da hat mir ein Zuschauer einen Tipp gegeben, fahr doch bis nach Toulon. Ja, und von Toulon aus kommst du doch besser weg. Und ja, also wenn sowas passiert, ja, dann höre ich schon gerne auf meine Zuschauer. Und das war ein super Tipp letztendlich. Ne? Und was mir auch gerade auffällt, ist, dass ich ich plane schon lange nicht mehr wirklich. Ich habe so Gedanken im Kopf, wo ich gerne hin möchte. Und ich wollte eigentlich jetzt hier von der Insel, ich wollte auch gar nicht so lange auf Mallorca bleiben, ja. Hat sich dann aber wieder ergeben, weil ich so viele Menschen hier einfach gerade treffe. Und dann wollte ich eigentlich von Mallorca rübersetzen ans Festland und plötzlich kam der Impuls, nö, buch dir noch mal eine Fähre nach Ibiza. Bleib doch noch ein bisschen auf der Insel. Also es sind so Impulse, den folge ich einfach und das fühlt sich sehr gut an. Okay. Hast du denn, auch wenn du jetzt sehr im Moment lebst,
Pläne für die Zukunft? Also willst du weiterhin einfach in dem Fahrradwohnwagen schlafen? Hast du irgendwelche Zukunftspläne? Willst du das irgendwann mal, weiß ich nicht, mit Familie machen oder wie stellst du dir das vor? Mit Familie im Fahrradwohnwagen? Ja, eventuell. Oder alle haben einen eigenen. Alle haben einen eigenen. Das ist eigentlich ein lustiger Gedanke. Ja, vielleicht ergibt sich das ja gerade. Ne? Ich bin ja gerade allein unterwegs und klar, wenn sich eine Familie findet, die Lust darauf hat, im Fahrradwohnwagen mir zu leben, also wo jeder seinen eigenen hat, ist lustig, ne? So. Weiß ich allerdings nicht, ob sich da jemand finden wird. Ja, wie lange will ich das machen? Ich glaube, solange ich Spaß habe. Ich glaube, das mache ich nicht mein Leben lang. Ich könnte mir vorstellen, dass ich so 1-2 Jahre tatsächlich reise insgesamt mit dem ganzen Gespann. Aber wie gesagt, es ist auch anstrengend. Ja? Man ist draußen, man muss viel improvisieren. Es ist dreckig, man hat nicht immer eine Dusche. Das sind schon so Sachen, die möchte ich, glaube ich, jetzt nicht für 10 Jahre haben. Aber im Moment finde ich es super geil und es macht mir viel Spaß. Okay. Vermisst du Deutschland und dein Zuhause oder was dein Zuhause war? Nein. Gar nicht? Okay. Also findest du es woanders besser? Nein, auch nicht. Also ich habe jetzt einen kleinen Scherz so ein bisschen gemacht. Ne? Also ja, nee, ich vermisse Deutschland im Moment tatsächlich gerade nicht. Weil mir ist es, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mir ist es da so ein bisschen mir wird es vom Gefühl her zu eng. Das geht alles in so eine Richtung, mir fehlt so ein bisschen so die Freiheit, ne, der Weitblick so in dem Ganzen. Und ich merke, dass ich jetzt zum Beispiel gerade in Frankreich und Spanien habe ich schon ein ganz anderes Gefühl von den Menschen. Und ob es woanders besser ist, würde ich nicht sagen, es ist anders. Ja, und ich freue mich gerade, schön, dass du das ansprichst, weil ich freue mich gerade, diese Reise zu machen, weil so habe ich mal die Möglichkeit, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, ein bisschen meine Komfortzone auch zu verlassen und zu gucken, wie ist denn das anders? Gefällt mir das anders, besser vielleicht als das Deutsche anders? Ja, also einfach mal zu gucken, ja, was gibt es da draußen noch? Okay. Ja. Wenn du unterwegs bist, bist du ja auch erhöhten Risiken ausgesetzt, wie irgendwelche Überfälle oder, weiß ich nicht, generelle Unfälle, also wenn man mit dem Fahrrad auch unterwegs ist und so. Warum tust du dir das an? Mich einem erhöhten Risiko auszusetzen, weil es mir Spaß macht. Nee, also ich nehme das schon ernst. Es ist tatsächlich auch so, dass wenn ich dann mit dem Fahrradwohnwagen fahre, das ist auch nochmal spannend, ich bin sehr konzentriert. Es hat auch schon mal ein Zuschauer gefragt, hey, du guckst ja nie nach links und rechts. Nein, tue ich nicht, weil ich fahre da mit 15, 20 und manchmal auch 25 Stundenkilometer und man muss sofort reagieren, wenn irgendwo eine Bodenwelle kommt oder so. Das ist nicht so, dass du mal eben ausweichen kannst. Ich bin mir des Risikos bewusst, auch damit durch den Straßenverkehr zu fahren. Deswegen meide ich eigentlich auch große Städte. Ich mag das nicht so gern. Ich fahre lieber über Land, über Dörfer. Und ich bin sehr konzentriert. Also ich bin mir der extra Gefahren, bin ich mir bewusst. Und ich denke, dass das schon vielleicht einen auch vor Unfällen schützen kann. Klar, wenn mir jetzt jemand von hinten jemand drauf fährt, der selber unkonzentriert ist, das kann immer passieren. Aber es kann auch so immer passieren, wenn ich unterwegs bin draußen. Und ja, was Überfälle angeht oder so, mache ich mir jetzt in Europa relativ wenig Gedanken. Weil dort, wo ich stehe mit meinem Fahrradwohnwagen, ist in der Regel dann auch niemand. Da müsste mich vielleicht jemand beobachten, der sagt, oh, den habe ich schon den ganzen Tag gesehen, dem fahre ich jetzt heimlich hinterher und dann schleiche ich mich nachts daran und hoffe, dass der wirklich wertvolle Sachen dabei hat. Ja? Also es müssten schon unglaublich viele Dinge passieren. Klar kann mir das passieren, aber die Chance, dass mir das passiert, ist relativ gering und deswegen habe ich gesagt, ich mache das einfach. Okay. Du reist ja auch sehr klimabewusst. Also klimaneutral, wie auch immer. Würdest du dich selber als Klimaaktivisten bezeichnen dadurch? Als Klimaaktivisten? Ja. Sehr gut. Oh Mann, das Wort Klimaaktivist, ja, finde ich jetzt erstmal persönlich schon ziemlich furchtbar, muss ich sagen. Also es gibt ja Klimaleugner, Klimaaktivisten, Klima und so weiter. Also gibt es ja in vielerlei Hinsicht. Für mich ist das wie so eine Festlegung. Also ich würde mich niemals als irgendwie so einen Klimaaktivisten bezeichnen, aber es ist trotzdem spannend, weil ich die Art des Reisens schätze. Ja, sie ist umweltbewusst. Natürlich mache ich mir Gedanken auch um die Umwelt. Und am allerliebsten tatsächlich
hätte ich auch gerne ein ganz normales Fahrrad vorne dran und kein E-Bike. Das war immer so mein Gedanke, hey, das muss doch möglich sein, ist aber leider nicht. Also wenn du hinten 100 Kilo dran hast und du fährst hier durch Frankreich, durch Spanien, du hast die Berge und das ist einfach nicht möglich, du brauchst vorne ein E-Bike. Aber dafür müssen eben auch die Akkus hergestellt werden, ja? Das Lithium muss gewonnen werden. Von daher ist es nicht so umweltschonend, aber nee, so als Klimaaktivist bezeichne ich mich persönlich nicht so. Okay. Hat dich das Reisen bisher verändert? Also würdest du sagen, dass das einen positiven oder negativen Einfluss auf dich hat oder sowas? Mhm. Ja, es hat mich verändert tatsächlich. Und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Punkt, du hattest vorhin schon mal gefragt, ist alles immer so schön? Ja, mit dem Reisen ist es schön, auch mit den Menschen, die ich kennenlerne, aber es ist nicht so, dass ich einfach jetzt so die Reise mache und sage, hey, jeden Tag ist toll. Jeden Tag ist Happiness, ganz und gar nicht so. Also gerade, ich bin wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen, weil ich viel alleine bin, vieles mit mir selber ausmachen muss und auch nicht jedem gleich mal von meinen Problemchen erzähle, die da so in meinem Kopf gerade vielleicht rumschwirren. Ja? Also es war nicht wirklich viel, dass ich sagte, wow, es war jetzt so und dann mal im Tief, aber ich habe schon Phasen gehabt, wo ich mich super leicht gefühlt habe, wo ich mich super gut gefühlt habe. Aber ich hatte auch Tage dabei, wo ich einfach sehr in meinen Gedanken war, ne? Und einfach denke, was ist, jetzt hast du das eine nicht mehr, du hast die Wohnung nicht mehr, du hast den Job nicht mehr und jetzt kommt ganz was Neues. Wir haben ja Menschen ja alle auch mit Ängsten zu tun, ne? Und ich bin schon so durch Höhen und Tiefen gegangen bis jetzt. Es kommt auch immer mal wieder durch. Genau. Und aber was sich auf jeden Fall bei mir verändert hat, ist, dass ich mich viel, viel freier fühle gerade. Also oft hatte ich immer so einen Druck hier auf meiner Brust, ne, wenn man dann morgens zur Arbeit wieder gehen muss, ne, wenn du deine Verpflichtung hast. Vielleicht kommt das auch irgendwann wieder, wenn ich einen Job habe. Aber es fühlt sich sehr, sehr leicht und sehr frei an und ich kann sehr gut atmen und ich fühle mich sehr, sehr, sehr beständig und in meiner Mitte. Und das ist eine tolle Veränderung. Sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar gibt es ja viele Menschen, die gerne ihre Träume verwirklichen würden und eventuell auch so reisen möchten wie du, es sich aber im Moment nicht leisten können oder aus bestimmten Gründen es einfach nicht machen können. Was würdest du diesen Menschen raten? Oh, die Hammerfrage zum Schluss, würde ich mal so sagen. Natürlich. Ne? Oh, das ist schwierig. Das ist vor allem deswegen schwer zu beantworten, weil ich jetzt nicht dazu müsste ich jeden einzelnen Menschen kennen, der vielleicht diesen Wunsch in sich trägt. Auch da unterhalte ich mich schon mit Menschen drüber. Auch in den Kommentaren lese ich das öfter mal, dass Menschen reinschreiben, ich würde es auch so gerne machen, aber ich habe eine Familie, ich habe Kinder oder ich habe nicht so viel Geld oder ich habe eine Erkrankung, ich sitze im Rollstuhl oder ich habe einen Rollator, was auch immer und ich würde das total gerne machen. Das tut mir sehr leid für die Menschen, die diesen Impuls in sich haben, das machen zu wollen und es gerade nicht können. Allerdings sagen diese Menschen öfters auch, dass sie es trotzdem sehr genießen, meine Videos oder auch die Videos anderer Reisenden zu schauen, weil sie eben dieses Gefühl trotzdem vermittelt bekommen. Also sie sitzen dann halt nur vor dem Bildschirm und können es aber trotzdem fühlen, was ich zum Beispiel gerade erlebe, ne? Dass ich hier mal im Interview bin oder dass ich mal irgendwo an einem Meer übernachte. Das nehmen die Menschen auf jeden Fall mit, aber was ich ihnen raten würde, meine persönliche Erfahrung ist es mit Menschen, dass sie vielleicht manche Sachen nicht ausprobieren, dass sie vielleicht manchmal auch nur glauben, dass sie viele Dinge nicht tun können. Da muss jeder für sich selber schauen. Also wenn ich einfach mal überlege, da ist vielleicht jetzt jemand im Rollstuhl. Warum sollte diese Person nicht mal gucken, hey, vielleicht geht einfach noch mehr. Vielleicht finde ich Gleichgesinnte, vielleicht finde ich irgendwo Gruppen, vielleicht finde ich irgendwo Menschen, die mich mitnehmen. Es gibt genug Reiseberichte von Leuten auch, die sagen, hey, ich nehme einen Rollstuhlfahrer mit. Ich gehe mit einem Rollstuhlfahrer segeln. Selbst, ich glaube, Fallschirmspringen, Paragliding, habe ich auch schon gesehen, ist in einem Rollstuhl möglich. Ich habe manchmal so die Gedanken, dass manchmal die Menschen sich zu wenig zutrauen. Sie denken einfach, dass sie gefesselt sind an den Rollstuhl und deswegen nichts können. Ja? Dass sie eine Familie haben und deswegen nicht reisen können. Ich habe zum Beispiel Kontakt zu einer früheren Bekannten von mir, die gerade sehr unzufrieden ist so mit ihrem Leben. Also sie ist alleinerziehend und hat eine Tochter bei sich und wir haben einfach mal so rumgescherzt, sie möchte sich verändern. Da habe ich gesagt, hey, kauf dir einen Van
Mach doch eine Fernreise mit deiner Tochter, unterrichte sie halt einfach von außerhalb und mach eine YouTube-Story raus, ne? Mach das einfach und die Menschen werden es gucken, ja, und du kannst damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Und die Idee fand sie gar nicht so schlecht. Ich merke oft aber auch so, da sind halt so die Ängste halt einfach, die sagen, ja, aber das kann ich nicht machen und das ist so ein großer Schritt. Und ich kann nur sagen, Leute, wenn ihr den Impuls in euch habt, irgendetwas in diese Richtung starten zu wollen, schaut, dass ihr es ausprobiert. Schaut, dass ihr es macht. Fangt vielleicht klein an. Ja? Wenn jetzt vielleicht jemand eine riesengroße Wohnung hat und er weiß nicht, wie er sie bezahlen soll, ja, dann zieh doch erstmal eine kleinere Wohnung. Und von dem Geld, was du sparst, kannst du dir dann vielleicht irgendwie dann doch mal einen kleinen VW-Bus kaufen und den ausbauen oder so. Ja? Ich sage immer, nichts ist unmöglich. Und ich möchte alle Menschen da draußen ermutigen, guckt noch mal genau hin. Versucht, dass ihr euch eure Träume verwirklicht. Und schaut. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie das geht, ihr könnt mir auch mal eine Mail schreiben oder mal unten in die Kommentare rein. Wir können uns gerne mal darüber unterhalten. Das würde ich den Menschen raten. So in etwa, im Groben. Ja, das ist doch schön. Das ist Ja. ein gutes Schlusswort. Also Dankeschön, dass du meine Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke. Ja, schön, dass ihr dabei wart bei meiner ersten Sendung und vermutlich auch bei meiner letzten. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Weiterhin habt eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Was meinst du, wie war es? Hätte man es noch lustiger machen sollen? Oder ich habe immer das Gefühl, wenn ich solche Interviews mache, ich bin immer so seriös ernst. Mhm. Aber ist ja auch gut so, oder? Ich weiß, ich kann das nicht einschätzen. Ich bin halt wirklich ich gucke keine YouTube-Videos. Also ja, Interviews ist ja wie ein normales auch Interview. nicht. Ne? Okay. Das war jetzt auch vollkommen in Ordnung. Aber wie hätte man es zum Beispiel jetzt lustig gestalten können? Dann hätte man vielleicht andere Fragen nehmen können. Ich glaube, es ist ich in hätte ein Ordnung. paar Witze reißen können. Warum hast du es nicht gemacht? Ich dachte, das sollte ernst sein. Ach Mensch, ich habe dir doch gesagt, folg doch dein Bauchgefühl. Achso, okay. Aber Menno. Ich dachte, Was für ein Witz zum Beispiel? das weiß ich jetzt nicht mehr. Das kann man ja auch so... Du kennst doch, manchmal sage ich einfach dumme Kommentare. Schade, dass du es nicht umgesetzt hast. Aber du solltest es öfter machen, du solltest mehr Sendungen drehen. Du interviewst die komplette Fahrradwohnwagen-Szene durch. Die kommen alle nacheinander hier auf die Insel und Das wäre sehr lustig. dann machst du mit allen hier ein Interview. Das wäre wirklich gut. Meinst du, ich könnte dafür Geld nehmen? Ja, wenn du deinen eigenen Kanal hast, dann kannst du... Ja, natürlich. Natürlich. Die Fahrradwohnwagen-Szene boomt. Und wenn du die auch dann so sympathisch interviewst, warum denn nicht? Alles klar, kommt zu mir. Ihr kriegt auch eine Tasse Kaffee. Kaffee gibt's auch, ja. Sehr gut.